Sie blicken auf die Küste Brasiliens, den Badeort Guarapari. Es ist ein Ort wie viele andere. Sonnebade, Schwimmen, Entspannen, was man so macht. Allerdings sehen große Teile des Strandes nicht sehr attraktiv aus. Sie sind schwarz. Das deutet auf eine Ölverschmutzung hin. Aber das scheint die Menschen nicht zu stören. Einige von ihnen bedecken sich sogar damit. Dies ist der Praia da Areia Preta, der Strand mit schwarzem Sand. Und die Regierung hat ein Schild mit einer Erklärung aufgebracht. Sehen Sie sich das an. Natürlich Portugiesisch. Aber was steht da? Radiation? Strahlung? Dieser Strand ist radioaktiv? Ja, dieser Strand ist radioaktiv. Große Teile der brasilianischen Küsten sind es. Übersetzen wir nun den Text. Die schwarzen Anteile des Sandes sind Ilmenit und die dunkelgelben Stücke sind Monazit. Die höhere Strahlung und die wohltuende Gase sind die Zerfallsprodukte von Radium, Thorium und Actiniden, die hochenergetische Alphastrahlung erzeugen. Und der Behandlung von Muskelrheumatismus, Arthritis, Neuralgie, Muskelschmerzen, Muskelkrankheiten, Allergien, Störungen des Nervensystems, Gicht, Schlaflosigkeit, Ohnmacht, Verdauungsstörungen und Alterung. Wir haben den Jungbrunnen gefunden. Aber soll Strahlung nicht stets gefährlich sein? Und diese Leute tun so, als alles sei normal. Wie radioaktiv ist dieser Strand? Bevor wir diese Frage beantworten, zunächst dies. Die ganze Erde ist radioaktiv. Die Strahlung, die stammt aus der Erdkruste oder aus dem Kosmos. Wenn ich also die Strahlung in dem niederländischen Dorf, in dem ich auf Meereshöhe wohne, messe, sagt mir mein Geigerzähler, dass die natürliche Strahlung hier Punkt 16 Mikrosievert pro Stunde beträgt. Das ist ein normaler Wert, ein bisschen zu hoch. Nun wollen wir den Strand von Guarapari vermessen. Okay, Theo, shall we look at the dose rates here at the beach? We're going to find out how high the radiation is. Oh, you can see, even here we have 15 microsievert power, pretty much, 14 right now, but still calculating. Okay. So now you can see that we have 20 microsieverts power, basically, sort of fluctuating, but let's just say 20 microsieverts power. And 22, yes. But if you say a rough 20, because if you hear it's a little less, there's a little more. All right. Doch dann bat uns eine ältere Frau mitzukommen und zu sehen. Look at this spot that they found. And here it's over 40 microsievert, 45. And it's not even black. No, it's not. É bom para a saúde. É bom para a saúde. Bom para a saúde, reumatismo. Reumatismo. Sabe o que é reumatismo? Reumatismo. Reumatismo, ó, beleza. Ó, essa aqui não andava. Hã? Ela não andava. Ficou boa aqui, ó. Tá? Ficou boa aqui. Okay. Só reumatismo, hein? Só reumatismo. Outras coisas não cura, não. Só reumatismo. Okay. Wir haben auch mit einer Frau gesprochen, die Ärztin ist. Sie zögert, was den möglichen gesundheitlichen Nutzen der Strahlung angeht, aber sie hat offenbar keine Angst davor. It's very usual to see people like this here. Many people go to the beach and do this. Do what? Explain it in your words, please. Put the black area of the beach Sand? in Ground. around the articulations, because they think that do well for the health. Yes, but the levels of radioactivity here on the beach It's high. are extremely high. Yeah, and they think that it's nice, but we are not sure. You are a doctor? Yeah, What kind of doctor? skin doctor. Sorry? Skin doctor, dermatologist. Skin doctor, dermatologist. Yeah. Okay, yeah. All right. And but it's not. Is it bad for your skin? You're sitting here yourself in the in the radiation. We are not sure about this. Some people believe that it's nice. Look for here. Zeit für ein Zwischenfazit. Die Strahlung
Auf Meereshöhe beträgt in den Niederlanden Punkt 16 Mikrosievert pro Stunde. Am Strand von Guarapari messen wir 20 bis 55 Mikrosievert pro Stunde. Das ist über 100 Mal höher als in den Niederlanden. Die Innenstadt hingegen von Guarapari ist weniger radioaktiv, aber immer noch deutlich erhöht, verglichen mit den Niederlanden. Die Strahlung wird offenbar durch den Straßenbelag abgeschirmt, aber für diese Gebäude würde wahrscheinlich Sand vom Strand verwendet. Viele hier sind Urlauber und nicht die ganze Zeit an diesem Strand. Aber die Einwohner von Guarapari sind ständig der hohen natürlichen Strahlung ausgesetzt. Within the last 24 hours, I was getting an average of 1.5 microsievert per hour. That's actually 10 times more than the average I would be getting in, for example, Berlin or other parts of Europe. 1,5 Mikrosievert pro Stunde. In einem Jahr sind das 13.000 Mikrosievert oder besser 13 Millisievert. Der internationale Grenzwert liegt bei maximal 1 Millisievert pro Jahr. Das ist viel zu viel. Professor Carlos de Almeida, soll Guarapari nicht evakuiert werden? Well, I'm not so sure that those levels are dangerous. Those levels are naturally occurring radiation levels, and what the decisions regarding evacuation are not only decisions based on scientific understanding of the fact, but also on political decisions. If I'm asked as a scientist to say those levels justified evacuation, I would say I don't have any evidence to suggest that. Eine seltsame Geschichte. Der Grenzwert wird weit überschritten, aber niemand macht sich Sorgen und einige Leute sind sogar froh darüber. Gehen wir an den Ort, an dem der Grenzwert von 1 Millisievert zu einer Evakuierung führte. Dies ist Tschernobyl in der Ukraine. Im April 1986 ereignete sich hier der schlimmste Atomunfall aller Zeiten. Viel schlimmer als in Windscale, 3 Mile Island oder Fukushima in Japan. Das gesamte Kraftwerk explodierte und eine riesige Menge radioaktiven Niederschlags verteilte sich über den gesamten Globus. Die Welt war erschüttert und Hunderttausende von Menschen wurden evakuiert und konnten nicht mehr in ihren Häusern zurückkehren. Ein Gebiet von 2600 Quadratkilometern wurde zur Sperrzone erklärt und galt für über Hunderte von Jahren als unbewohnbar. Unabhängig davon ist heute die Sperrzone für Touristen unter Anleitung zugänglich und wir waren dort, um die Strahlungswerte zu überprüfen. Zuerst sind wir zu den explodierten Kraftwerken gegangen. Wir waren ganz nah am havarierten Reaktor. Hier haben wir etwa 11 Mikrosievert pro Stunde gemessen. Das ist nicht sehr beeindruckend, so nah am Kraftwerk. Ein paar Kilometer vom Kraftwerk entfernt liegt Pripyat. Einst eine Stadt für 50.000 Menschen, heute ist es eine verlassene Ruine. Hier ist ein großer Teil des Fallouts niedergegangen. Im Vergleich zu den Niederlanden sind die Strahlungswerte hier höher, aber im Vergleich zu Guarapari sind sie ähnlich und häufig niedriger als in Brasilien. Der höchste Wert, den wir gemessen haben, lag bei 53 Mikrosievert. Im Wald befand sich auch die Klaue eines Kranes, die nach dem Unfall zurückgeblieben war und eine stark erhöhte Strahlung aufwies. Wir haben hier 250 Mikrosievert gemessen. Das ist viel. Aber man muss sich fast 2 Wochen lang in diesem Ding aufhalten, um sein Krebsrisiko ernsthaft zu erhöhen. Aber das sind nur unsere Eindrücke. Was sagen Experten dazu? Im Jahr 2006 veröffentlichte das Tschernobyl-Forum, ein Zusammenschluss mehrerer internationalen Organisationen, einen Bericht. Dort ist zu lesen,
dass die durchschnittliche Strahlendosis, die die Bewohner der durch den Tschernobyl-Fallout kontaminierten Gebieten erhalten haben, im Allgemeinen niedriger ist als diejenige, die Menschen in einigen Gebieten mit hoher natürlicher Hintergrundstrahlung in Indien, Iran, Brasilien und China erhalten haben. Die Menschen in Guarapari haben also mehr Strahlung abbekommen als die Menschen in der Tschernobyl-Region. Aber nur die Menschen in Tschernobyl werden evakuiert. In Guarapari genießen die Menschen genau diese Strahlung. Wie gefährlich ist die Strahlung wirklich? Sehr hohe Dosen können zu einem sogenannten Strahlensyndrom führen. Das wissen wir durch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und durch die etwa 30 Feuerwehrleute, die in Tschernobyl ums Leben kamen. Aber dann sprechen wir von einer Strahlendosis von 1 Sievert oder mehr. Das sind 1000 Millisievert oder 1 Million Mikrosievert. Das sind extrem hohe Dosen. Die meisten Menschen, die nach der Atombombe auf Hiroshima und nach dem Unfall von Tschernobyl überlebten, bekamen höchstens Dosen von einigen 100 Millisievert ab. Vielen auch weniger, aber immer noch viel mehr als die Norm von 1 Millisievert. Ja, es ist verwirrend. Wie viele Menschen erkrankten tatsächlich an Krebs durch die Strahlung der Atombombe auf Hiroshima und durch die Explosion des Kernkraftwerks? Dazu gibt es viele Untersuchungen und die Ergebnisse sind ziemlich beruhigend. Hören Sie den Krebsspezialisten Professor Jerry Thomas aus London. Actually, the vast majority of people who didn't die in the blast got reasonably low doses of radiation. So in the latest results that I think were published in 2011, they had set up cohorts in the 1950s to study the effects on the Japanese population. So they enrolled the population that was there at the time, who'd survived the initial blast and the acute radiation syndrome, and they've been monitoring them ever since. And so when they looked at the number of cancers, in the population as a whole, there are about 17,000 cancers, but less than 1,000 of those, that's solid cancers and leukemias, could be actually attributed to the radiation. Because of course, cancer is a very common disease, and about 50% of us will probably develop cancer over a period of our lives. So we have to take into account that there is a natural background incidence. But actually, although most people think that everybody who was exposed to radiation got cancer from the radiation, that just simply is not true. That's not very impressive. No, it isn't very impressive. That's the whole point. The fact is that the radiation as a way of causing cancer is actually not a very good way of causing cancer at all. It's not very effective. Lots of people worry that radiation can damage the DNA, the genetic material. When you say the genetic material, I take it you mean, are there transgenerational effects? Are there effects that are inherited? No, is the answer to that. There is no evidence that any mutation is carried forward into future generations. Yes, but every time that radiation is in the news, you see cartoons with animals with 3 heads and that sort of thing. Yeah, I mean, that is part of the problem. A lot of the myths that you see propagated by cartoonists or by the general literature, and zombie making, etc., it just isn't true in real life. We're all exposed to low-dose radiation. Everybody lives on this planet. Every creature on this planet is exposed to low-dose radiation. So viel zur Atombombe. Aber was ist mit Tschernobyl? But I have data from Chernobyl for the evacuated people. And there is no change in cancer incidence. There's no increased cancer. And there's no increase in leukemia. However, there's increase in thyroid cancer in children because of the high dose of iodine-131 in the thyroid gland, particularly in the White Russian, Belarusian region. The liquidators need to be separately treated from those who lived in the region were evacuated. So the liquidators received doses initially more than 2.5 grays, later on only some 500 or 300 milligrays, later on even less. I think 28 people died from acute radiation illness, 19 died later on from illnesses probably related to radiation.
But that is about it at the moment. One expects an increased cancer incidence in this heavily exposed population of liquidators, but we don't know yet. You know that these figures can infuriate some people. Eh? They are convinced that there are millions of deaths. Yes, I know, but I'm not in this political game. I deal with facts. I like to look at the facts. I have been there myself. I've been in Minsk. I looked at the hospitals with malformed babies. I was told there were plenty of malformed babies after Chernobyl. We went there. I talked to the physicians, I made rounds with them, I got the statistics, and there was no change whatsoever due to Chernobyl, because the hospital was a central hospital of pediatric surgery, and they had these babies all the time from all over the country, but there's been no change statistically introduced by Chernobyl, so there is no reason to believe. I've seen the documentaries with the malformed children and doctors saying that that's wrong. I've seen the data. I've been there. It's not true. But the rest of the world thinks otherwise. Yeah, sorry. I know what I say. But there's no evidence that radiation at the low levels that came out of Chernobyl actually caused any problems with children whatsoever in terms of congenital effects. That doesn't make any difference what the whole world has seen, I'm afraid. If you go to any hospital, in any country, you will find a certain percentage of children are born with congenital defects. That, unfortunately, is a natural fact of life. Wir haben dieses Video mit Aufnahmen von den Stränden von Guarapari begonnen, wo die Strahlung höher war als in Tschernobyl. Aber es gibt noch mehr solche Orte in der Welt. The places like Guarapari in Brazil, where the natural background radiation is higher than the world average, is not unique all over the world, because there are a lot of places like this one where the natural background radiation is higher than the world average. For example, Ramsar in Iran or Kerala in India. You can find there a few times or 10 times or even 100 times higher level of natural background radiation. Do they have a higher risk of cancer? No, absolutely not. There is no risk increase in places where the natural background radiation is higher or much more higher than world average or country average. We observed no risk increase among children, among adults. There are no birth defects as well. Yes, we have such places in Poland. The natural background radiation is higher up to 2-3 times than the country average. Those places are located on the south part of our country in mountains. And of course, there are a lot of statistics about cancers. And if you compare that statistics with natural background radiation over there, you will see absolutely no risk increase of cancers. More than that, there are some studies which show that there is statistically non-significant risk decrease of cancers in that places. Die Welt hat Angst vor Strahlung. Es gibt eine große Radiophobie. Und das liegt nicht an den Gefahren der Strahlung, sondern an den viel zu strengen Grenzwerten. Deshalb begeben sich auch viele Wissenschaftler in die öffentliche Kritik, wenn sie sich dafür einsetzen, Grenzwerte zu lockern, von 1 Millisievert pro Jahr auf Hunderte oder noch mehr. Dies ist jedoch die Herausforderung für Spezialisten. So bleibt zu hoffen, dass von diesem Video in Erinnerung bleibt: Radiation is a lousy inducer of cancer. And that's one of the things we need to tell people.